Solch ein Ballonauto erzeugt also eine Schubkraft von 0,15 Newton, theoretisch. Um herauszufinden, wie viel Kraft tatsächlich entsteht, muss man das messen. Ich brauche also einen Leistungsprüfstand. Für Autos und für Motorräder gibt es solche Leistungsprüfstände. Das ist ein Männerauto. Mit meinem Ballonauto brauche ich da gar nicht aufzutauchen. Ich meine, ich habe ja auch keine angetriebenen Räder. Deswegen habe ich einen Leistungsprüfstand für Ballonautos gebaut. Ja, der hat hier vorne eine Stoßleiste, gegen die das Ballonauto stößt. Ja. Und diese Stoßleiste ist über einen Kraftsensor mit dem Chassis verbunden. Und dieser Kraftsensor ändert seinen elektrischen Widerstand, je nachdem, wie viel Kraft vorne drauf wirkt. Das Signal wird von einem Messverstärker erfasst und via USB an meinen Computer übertragen. Ich brauche also nur noch das Ballonauto auf den Prüfstand zu stellen, die Messung zu starten, loszulassen und kann sehen, wie viel Kraft gemessen wird. Die Kurve sieht ja spannend aus. Ich hätte erwartet, dass die Schubkraft über die Zeit hinweg abnimmt und dann 0 wird. Aber das tut sie nicht. Sie nimmt erst ab, dann bleibt sie irgendwie eine Weile konstant und steigt zum Ende hin nochmal an. Merkwürdig? Nee. Das ist ein bekanntes Phänomen von Luftballons. Im Physics Education Journal gab es 2012 einen Artikel, in dem die Eigenschaften von Luftballons gemessen wurden. Dort ist diese Kurve auch zu finden. Und ihr kennt das doch auch vom Aufblasen eines Luftballons. Am Anfang geht es schwer, dann geht es leicht und ganz am Ende geht es auch wieder schwerer. Aber wir wollen ja die Schubkraft wissen. Und die ist hier in Millivolt. Millivolt. Ja, ist ja klar. Der Kraftsensor ändert seinen elektrischen Widerstand, je nachdem, wie viel Kraft oben drauf wirkt. Und der Messverstärker überträgt die sich daraus ergebende Spannung an den PC in Millivolt. Um daraus jetzt ablesen zu können, wie hoch die wirkende Kraft ist, muss ich den Sensor kalibrieren. Dazu muss ich auf den Sensor eine definierte Kraft ausüben. Ja, und das kann ich zum Beispiel so machen, indem ich den Prüfstand hochkant hinstelle und auf die Stoßleiste Münzen lege. Ein 10-Cent-Stück wiegt 4,1 Gramm, denn wiegen 10 Münzen 41 Gramm. Diese 41 Gramm haben einen Spannungsunterschied von 0,229 Millivolt erzeugt. Das bedeutet, dass 1 Millivolt einer Masse von 179 Gramm entspricht oder einer Gewichtskraft von 1,75 Newton. Wichtig ist aber auch, ob der Sensor linear funktioniert. Also ob eine bestimmte Kraftänderung eine entsprechende Änderung im Messwert zur Folge hat. Ich habe die 10 Münzen ja nacheinander aufgelegt und kann daher jetzt für jede dieser Münzen den Spannungswert ablesen, kann das gegen das Gewicht auftragen und sehe, dass meine Messwerte richtig schön linear sind. Der Messaufbau ist also linear und deshalb kann ich die Werte aus der Messung mit dem Luftballonauto in Gramm und Newton umrechnen. Das Ballonauto erzeugt also einen Schub von 10 Gramm. Das ist wenig. Es hätten rechnerisch 15 sein sollen. Das muss am Druck im Ballon liegen. Dieser Ballon, den habe ich schon ziemlich lange in Verwendung. Damit ist das Auto schon oft in der Gegend umhergefahren. Er ist also schon ein bisschen ausgeleiert. Vielleicht sollte ich mal einen nagelneuen Ballon nehmen und gucken, ob ich dann eine höhere Schubkraft bekomme.
13 Gramm. Ja, das ist doch schon näher dran. In dem Artikel ist auch eine Messreihe beschrieben, in der gezeigt wird, wie sich der Druck in einem Luftballon verändert, wenn er mehrfach aufgeblasen wird. Das ergibt Sinn und passt auch zu der Messung, dass das Ballonauto mit einem neuen Ballon mehr Schubkraft bringt als mit einem ausgeleierten. Trotzdem ist die Schubkraft immer noch geringer, als wir eigentlich ausgerechnet hatten. Spannend ist, dass in dem Artikel ein Druck im Ballon von 15 bis 25 Millibar gemessen wurde. Also weniger, als wir für die Berechnung angenommen hatten. Das nützt nichts. Ich werde den Druck im Ballon selber messen müssen. Aber nicht mehr heute. Es ist schon spät. Ich muss morgen früh raus. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht und bis bald.